Meine Nivona Kaffeemaschine wird von einem Siebträger herausgefordert. Und ob das im Camper funktioniert und welches Ergebnis wir erzielen, das schauen wir uns jetzt mal in diesem Video an. Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan4Van. Mein Name ist Markus und heute geht es um Kaffee und nicht um irgendeinen Kaffee, sondern es geht um Siebträger-Kaffee mit 230 Volt in deinem Camper. Und das bedeutet auch gleich, wenn du sagst, du bist so der Bialetti-Fan und bist damit absolut glücklich oder trinkst nur Filterkaffee, dann wird dieses Video wahrscheinlich leider nicht das Richtige für dich sein. Aber keine Angst, es gibt ganz viele andere Videos auf diesem Kanal, gerade zu dem Thema Kaffee. Klick da einfach gerne mal rein, ich verlinke dir das Ganze natürlich und dann wirst du hoffentlich auch dort fündig. Heute wird es also wirklich nerdig, richtig nerdig, denn dieser Siebträger, der fordert meine bestehende Kaffeemaschine, die Nivona, heraus. Und da gucken wir mal, ob das Ganze funktioniert. Ein paar Parameter. Ich teste das Ganze mit einem handelsüblichen Kaffee, den man einfach irgendwo im Supermarkt bekommt. Das ist mir auch ganz wichtig. Ich bin da jetzt nicht irgendwie speziell mit einer Kaffeesorte unterwegs, die ihr am Ende dann nicht besorgen könnt und wir dann irgendwie das Ergebnis hier verfälschen. Das ist das eine. Und das andere ist, wir werden heute eine richtige Testreihenfolge durchgehen. Ich habe das Ganze hier natürlich entsprechend notiert und mir das alles vorbereitet. Und da geht es natürlich auch um das Thema Strom, denn das ist für uns im Camper natürlich sehr wichtig. Wie viel verbrauchen die denn am Ende? Und kann ich das Ganze autark bedienen? Und da ist mir auch ganz wichtig, ich bin kein Elektrofachmann. Ich werde euch das einfach mit meinen Mittelchen zeigen und werde dann hoffentlich auch zu dem entsprechenden Ergebnis kommen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, gehen wir das alles der Reihe nach durch und deswegen nicht mehr lang gesprochen. Wir fangen sofort an und ich beginne mit den kleinsten Spezifikationen, den Abmessungen und dem Gewicht. Die Abmessungen und beginnen möchte ich mit der Nivona und zwar hier mal in der Tiefe 21 cm das Ganze. Das hier bei der DeLonghi schon deutlich länger mit 33 cm und da ist das Sieb natürlich noch nicht inkludiert. Dann reden wir mal über die Breite, da kommen wir hier auf 22,5 cm, hier lediglich auf 15 cm und bei der Höhe, da ist es fast gleich, wir haben hier 32 cm und bei der DeLonghi 30 cm. Und beim Gewicht, naja, da sind sie erstmal fast ähnlich. Wir haben hier knapp 5 Kilogramm und hier sprechen wir von 4,4 Kilogramm. Aber, eines schon mal vorweg, hier ist das Mahlwerk schon inkludiert in der Maschine. Das ist hier nicht der Fall. Das bedeutet, du musst dir auch noch mal eine Mühle mitnehmen. Jetzt habe ich mir eine richtig tolle Mühle mitgenommen, weil das natürlich am Ende für das richtige Kaffeeergebnis auch total wichtig ist. Jetzt habe ich mir hier die DF54 rausgesucht. 54 steht hier für die Breite des Mahlwerks, die liegt bei 54 mm. Und diese Mühle alleine wiegt schon wieder 5 Kilo. Und das muss man natürlich fairnesshalber dazu sagen, wenn man diese beiden Systeme miteinander vergleichen will. Du kannst aber natürlich auch die DeLonghi mit einer Handmühle betreiben und die ist dann wieder deutlich leichter. Thema Strom, wie habe ich das Ganze gemacht? Wir haben hier einfach eine Powerstation und über die schließen wir die Kaffeemaschine jetzt mal an. Es gibt ja auch ein separates, sehr aktuelles Stromvideo, wie ich hier mein aktuelles Stromsetting aufgebaut habe. Wen das interessiert, das verlinke ich natürlich auch sehr gerne. Darum soll es jetzt aber nicht gehen. Wichtig ist aber natürlich, wir brauchen am Ende ordentlich Strom im Fahrzeug. Und naja, so viel Strom werden wir gar nicht brauchen, aber vor allem einen Wechselrichter brauchen wir natürlich, der dann auch ordentlich Bums hat. Und wenn ich von Bums spreche, dann meine ich 1500 Watt, denn das sind jeweils die Peakwerte, mit denen die Maschinen arbeiten und das sollte der Wechselrichter leisten können. So, wir machen das Ganze hier mal aktiv. Das bedeutet, ich schalte jetzt mal 230 Volt im Wechselrichter ein, sodass wir dieses Gerät hier anschalten können. Und dann geht es auch schon rund. Wie man die Maschine im Einzelnen bedient, das habe ich euch ja schon mal in einem anderen Video gezeigt. Das könnt ihr euch sehr gerne anschauen. Mir ist noch wichtig, ich mache jetzt 2 Espresso hintereinander, damit wir das 1:1 mit der DeLonghi vergleichen können. Gut, und damit sind wir fertig. Also 0,02 Kilowattstunden. Also das heißt 20 Wattstunden haben wir hier verbraucht, um 2 Espresso zu machen. Gucken wir uns den Stromverbrauch bei der DeLonghi an und damit wir da ehrlich spielen, lasse ich als allererstes heißes Wasser durch das Sieb laufen. Das verbraucht natürlich auch schon mal Strom, aber dann wird das Sieb richtig heiß, das man braucht, damit der Kaffee nachher wirklich gut genießbar wird. Gleichzeitig male ich natürlich schon mal den Kaffee und dann geht es auch schon los mit der Erstellung der beiden Espressi. So, aber der Stromverbrauch ist durch. Wir können jetzt abschalten. Und hier sind wir bei unter 2 Kilowattstunden, wobei am Ende, muss man wirklich ganz klar sagen, schenken sich die beiden Systeme nicht sehr viel.
Wir stoppen die Zeit und der Hersteller spricht hier von 3 Sekunden Aufwärmzeit. Ob das alles so funktioniert, das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Wir starten den Timer und ich würde sagen, wir schalten die Maschine mal an. Angeschaltet ist sie. Jetzt gehen wir auf Mahlen. Und schon lassen wir die Zubereitung des ersten Kaffees beginnen. Ganz wichtig, wir machen auch hier wieder 2 Kaffee zusammen, denn am Ende müssen wir das wieder 1:1 mit der DeLonghi vergleichen. Und damit sind wir fertig. Also wir gehen jetzt nicht davon aus, dass wir das Sieb jetzt nochmal reinigen, aber das ist dann das Ergebnis. Wir sind bei 2 Minuten 50, also in unter 3 Minuten bekommst du hier 2 Kaffee raus. Wobei natürlich das Problem ist, wenn du dir jetzt beide servierst, sieht der erste ein bisschen anders aus als der zweite. Nummer 1, Nummer 2. Jetzt der Herausforderer. Wie viel Zeit brauchen wir da? Und da müssen wir natürlich wieder ehrlich sein. Wir beginnen nämlich das Ganze wieder mit dem Warmwasserdurchlauf. Dazu mache ich erstmal die Maschine an. Gehe jetzt auf Start und drücke hier schon mal. In der Zwischenzeit kann ich trotzdem den Kaffee schon mal mahlen. Das tut uns ja nicht weh. Und nach dem Erwärmen des Siebes und dem Mahlen des Kaffees lassen wir natürlich auch allen anderen Rest in die Zeitrechnung mit einfließen, mit dem Tampan und alles, was dazugehört. Lassen den Kaffee raus und ich hätte dann am Ende fast vergessen, auf Stopp bei der Uhr zu drücken. Also, auch da schenken sie sich eigentlich nichts. Also die Sekunden, die liegen dann eher an mir wahrscheinlich. Wir sind wieder bei 3 Minuten und können den Kaffee genießen. Zum Wohl. Dann kommen wir mal zum Geschmackstest. Also zum Ergebnis muss man einmal sagen, der Schaum, den finde ich ist absolut gut. Er ist schon cremig. Die Farbe ist auch schön, er wirft nur so Blasen. Und da muss man aber auch dazu sagen, die wirft er nur, weil ich das Glas hier unten abgestellt habe. Halte ich das Glas hier hoch, hat die Crema deutlich besseres Ergebnis. Das zeige ich euch gleich nochmal. Aber von der Temperatur und vom Geschmack her muss ich sagen, richtig, richtig gut. Ja, das ist gut. Der ist gut. Und jetzt noch fürs Protokoll mein Tipp, um diese Blasen zu vermeiden, einfach nur die Tasse erhöhen und schon sieht das Ergebnis super gut aus. Kommen wir jetzt noch zur Qualität hier beim DeLonghi und ich hoffe, ihr könnt es hier sehen. Also die Creme ist super schön, auch farblich sieht das alles toll aus. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihr das so sehen könnt. Also das gefällt mir sehr gut. Geruch ist geil. Geschmacklich. Ja, geschmacklich schenken sie sich auch echt nichts. Der Vorteil ist nur geschmacklich hier, wenn du 2 Kaffee brauchst, dass natürlich beide exakt gleich schmecken. Und das ist hier, glaube ich, definitiv ein Vorteil. Aber halt nur dann, wenn du 2 Kaffee trinkst. Thema Geschmack, da habe ich noch einen super Tipp für euch. Und zwar ist das hier das Sieb, das mitgeliefert wurde. Und ihr seht schon hier an den Ausgängen, da sind hier so Plastiknüppel. Du hast hier aber verschiedene Einsätze, die du da reinpacken kannst. Es klingt ein bisschen nach Plastik, ein bisschen billig und das ist es am Ende auch. Und ihr seht hier habe ich einen mit Holzgriff und das ist ein anderes Sieb. Auch alles auf 51 mm kannst du dir einfach nachkaufen im Fachhandel. Dieses Sieb hier, das kostet nochmal 30 € extra. Und man sieht hier auch schon, das ist nochmal ganz anders vom Sieb her als das mitgelieferte. Was ist jetzt der große Unterschied? Dieses hier ist eigentlich dafür ausgelegt, wenn du schon bereits gemahlenen Kaffee kaufst. Wenn du dir, und das muss man auch nochmal dazu sagen, das kannst du ja auch machen, dann sparst du dir auch dieses ganze Mühlenthema. Wenn du jetzt aber sagst, nein, du willst dieses Barista-Feeling haben und du willst frische Kaffeebohnen mahlen und dann ein Sieb verwenden, das mit diesem frisch gemahlenen Kaffee umgehen kann, dann holst du dir halt nochmal so ein Sieb und damit ist das Ergebnis nochmal ein ganz anderes als mit dem mitgelieferten. Für 30 €. Wie lassen sie sich jetzt bedienen? Die Nivona als auch die DeLonghi, die funktionieren beide mit Touch-Button und das muss man mögen. Ich bin ehrlich, ich mag das überhaupt nicht. Man hat mal irgendwie Dreck an den Fingern oder sie sind sehr kalt, dann reagieren die Systeme zäh. Auf der anderen Seite muss man sagen, die sind super simpel zu bedienen, beide. Also hier sieht man es anhand der Bilder allein schon, was man drücken muss. Und bei der Nivona, naja, die lässt halt gar nicht so viel zu, als dass man da gar nicht wüsste, was man zu tun hat. Also um es kurz zu machen, ich würde sagen, da kriegen beide einen Punkt.
Wie aufwendig sind jetzt beide Systeme? Und da geht der Punkt ganz klar in die Nivona. Warum? Ja, es ist halt simpel. Du hast hier das Mahlwerk schon mit drin. Das heißt, das Sieb erst unter das Mahlwerk. Danach packst du das Sieb mit dem gemahlenen Kaffee hier drunter, legst den Hebel um und los geht das dann auch schon. Wenn der Kaffee fertig ist, dann nimmst du diesen Kaffeekuchen ganz simpel einfach einmal drehen und schon kannst du alles entsorgen, kannst ganz einfach sauber machen. Easy peasy für einen Camper, top. Bei der DeLonghi ist es natürlich ein bisschen anders und das ist klar, das bringt das ganze Setting schon mit. Hier hast du einfach einmal schon mal eine Mühle mehr, das ist ein Gerät mehr, das ist schon mal aufwendiger, das mitzunehmen, alles parat zu haben, 2x230 Volt zu haben. Dann hast du ein Sieb und bei dem Sieb, naja, da ist klar, da wird es mal schnell dreckiger. Da ist aber mein absoluter Tipp für euch, einmal hier dieses Teil, damit du den Kaffee schöner einfüllen kannst in deinen Siebträger, also in dein Sieb. Und dann habe ich hier oben noch mal was zum Closen, auch noch mal ein Sieb, damit dann die Kaffeemaschine hier unten nicht dreckig wird. Und damit kannst du dir schon mal sehr, sehr viel helfen und das Handling wird einfacher. Aber man muss ehrlich sein, hier hast du schon ein bisschen mehr zu tun. Ja, aber jetzt sind wir ja im Camper und jetzt ist noch die Frage, wie schlagen Sie sich denn im Camperalltag? Und da ist einmal das Thema Transportsicherung. Und die meine Videos kennen und die ja auch meine älteren Videos schon kennen, die wissen, dass ich diese Kaffeemaschine immer auf der Küche habe stehen lassen mit einer ganz speziellen Transportsicherung, die ich mir selber dafür gebaut habe. Und dafür ist diese Maschine auch sehr dankbar, weil sie einfach so quadratisch ist. Deswegen auch der Name Cube. Das macht hier also wirklich Spaß und damit kann man sie mitnehmen. Vor allem auch, weil der Tank sehr dünn, aber dafür sehr hoch ist. Das bedeutet, wenn ich das Wasser bis hierher habe, dann kann das hier rumschwanken, wie das will. Das Wasser schwappt aber nicht heraus. Und das ist ja auch nochmal sehr wichtig. Und der Tank hält vor allem auch bombenfest hier drinnen. Also ist überhaupt kein Problem. Gerade mit der Sicherung wird es dann nochmal in sich zusammengehalten. Überhaupt kein Thema. Hier ist es schon ein bisschen anders, weil diese Maschine einfach ein bisschen filigraner ist. Da wüsste ich jetzt gar nicht so richtig, wie man die ordentlich mit dem Transport sichern kann. Die würde ich also jetzt immer verräumen. Ich würde die so nie in der Küche stehen lassen. Und was den Wassertank betrifft, das Ganze hier, das ist auch relativ hoch. Ich kann aber nicht so viel Wasser drin lassen wie hier, weil das dann beim Transport, man sieht es hier schon hochschwappt. Auf der anderen Seite ist ein Deckel drauf. Der Deckel dichtet aber nicht wirklich ab. Also, aber der Deckel ist, oder der Wassertank ist auch super safe in der Maschine integriert und fest. Also der kann nicht entweichen oder abhauen irgendwie. Wenn wir überhaupt noch mal über das Wasser reden, hier haben wir einen Tank von 1,4 Liter, auch bei der DeLonghi haben wir einen Tank von 1 Liter. Bruchsicherheit, da kann ich noch nicht viel zu sagen. Es ist einmal schon mal klar, es hat nichts irgendwie mit Glas, also insofern brauchst du da schon mal keine Angst haben. Ich glaube, dass die Nivona am Ende noch mal deutlich kompakter ist und dadurch auch noch mal stabiler ist als dieses ganze System, wenn wir dieses Thema Bruchsicherheit betrachten. Gerade wenn es um den Transport dann auch im Schrank geht, sollte ich trotzdem wirklich darauf achten, dass das Ganze irgendwie fixiert ist, dass das nicht irgendwie umherwackeln kann. Bei der Mühle selber, die ist einfach super robust und deswegen wiegt sie halt auch ihre 5 Kilo. Ja, soweit also zur Campertauglichkeit. Jetzt kommen wir noch zum Preis. Der Preis. Und das finde ich ist irgendwie ganz witzig. Also, ich sag mal, das sind alles nur so ungefähr Preise, ne? Weil ihr wisst selber im Internet, da gibt es tausend Angebote und hin und her. Aber diese Maschine hier, die kostet roundabout 500 Euro. Ist also jetzt nicht ganz günstig. Die DeLonghi ist deutlich günstiger, die kostet 220 Euro. Aber das ist so ein bisschen gelogen, haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, denn ich brauche nochmal die Mühle dazu. Und die kostet, also diese hier, die kostet 280 Euro. Also die ist teurer als die Kaffeemaschine selber. Ich selber sage aber, die Mühle ist extrem wichtig. Wenn du keine gute Mühle hast und keinen guten gemahlenen Kaffee, dann wird der halt nie so das Ergebnis bringen. Und dann brauchst du halt mit der DeLonghi noch lauter Zubehör. Du brauchst hier diesen Tamper, du brauchst, ja, wenn du willst, eben noch ein paar Systeme, damit du nicht so viel Sauerei machst in deinem Camper. So, und dann hast du ja auch noch das Thema mit dem Sieb, das hatten wir auch schon mal. Das ist jetzt alles nicht teuer, aber da zahlst du halt nochmal 30 Euro mehr, damit du nicht dieses hier mitgelieferte Sieb verwendest und damit der Geschmack nochmal ein bisschen besser wird. Ich will also sagen, am Ende schenken Sie sich nicht so viel. Das kommt eben darauf an, wie du es hier mit der DeLonghi eskalieren lässt. Vom Grundsatz her ist die DeLonghi aber günstiger als die Nivona. Ich würde sagen 1,1.
So Leute, der ganz große Gamechanger in diesem Vergleich ist jetzt aber das hier, und zwar die Milch und auch diese große Tasse. Denn das ist der ganz klare Unterschied zwischen diesen beiden Systemen. Ich habe hier einen Milchaufschäumer mit bei der Nevona leider nicht. Deswegen fällt jetzt für die nächste Geschichte die Nevona einfach mal aus. Wir packen die mal hier hinter und kümmern uns jetzt einfach mal um das Thema Cappuccino und gucken mal, ob wir da was auf den Weg bringen können. Das ist tatsächlich mein erster Cappuccino. Und ja, es geht definitiv besser, aber fürs erste Mal bin ich gar nicht so unzufrieden und die Konsistenz der Milch, die war super. Und mit dem Cappuccino bist du halt schon der Hero am Campingplatz. Kommen wir zum Fazit. Welche Maschine ist also jetzt für deinen Camper besser? Und da gibt es wie immer kein Schwarz-Weiß oder in dem Fall Schwarz-Silber. Man kann es ganz einfach machen. Wenn du einfach nur guten Kaffee, so unkompliziert wie möglich möchtest, aber der Kaffee soll richtig gut schmecken, ist es in meinen Augen ganz klar die Nevona. Bist du aber jetzt unterwegs und möchtest so dieses Barista-Feeling haben, du willst das Sieb einstecken können und dann den Kaffee genießen. Wenn du immer 2 Kaffee trinkst oder wenn du Cappuccino trinkst, dann würde ich mir diese DeLonghi definitiv mal anschauen. Und jetzt bin ich gespannt für die ganzen Barista-Camper unter euch. Welche Maschinen habt ihr an Bord? Wie seid ihr unterwegs und welchen Kaffeegenuss mögt ihr am liebsten? Schreibt es sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Natürlich auch, wenn ihr Fragen habt, wenn ich irgendwas vergessen habe, dann tut es mir leid, schreibt es unten rein. Dann will ich das alles nachtragen und eure Fragen beantworten. Lasst super gerne ein Like da für dieses Video, wenn ihr sagt, wow, dieser Vergleich hat mir echt was gebracht. Selbst wenn ihr wisst am Ende, dass beide Maschinen nichts für euch sind, dann war dieses Video auch hilfreich für euch. Und dieser Daumen, das ist für mich eine ganz tolle Bestätigung und Mordsmotivation, dass ich weiter solche Videos drehe. Da würde ich mich sehr darüber freuen. An dieser Stelle schon mal herzlichen Dank dafür an dich. Du kannst das Video auch boosten oder hypen. Ich weiß es immer noch nicht. Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Das kostet dich gar nichts, aber mir bringt es, glaube ich, ganz, ganz viel. I don't know. Und wenn ihr total wild seid und weiterhin Themen rund um das Thema Camping verfolgen wollt, hier kommen immer wieder regelmäßig Videos raus mit Tipps und Tricks rund ums Thema Camping. Dann abonniert auch sehr gerne den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Jeder von euch ist mir ganz herzlich willkommen. Und jetzt wünsche ich euch, egal mit welcher Kaffeemaschine und mit welchem System auch immer ihr unterwegs seid, ganz, ganz tolle Trips und ganz, ganz tolle Touren. Wir haben jetzt Ostern. Ich wünsche euch eine frohe Osterzeit, egal ob ihr das feiert oder nicht. Ich wünsche euch zumindest eine friedliche Zeit. Das können wir in der aktuellen Situation und dem Weltgeschehen definitiv brauchen. Und in diesem Sinne, genießt euren Kaffee, euren Tee, was auch immer. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Das Wichtigste ist, dass ihr aber gesund und glücklich wieder von eurer Tour zurückkommt. Ich schließe jetzt meinen Laden und freue mich aufs nächste Video mit euch. Bis dann. Ciao.